So Leute, wir sind heute wieder auf Lost Place Tour. Wie ihr hier schon sehen könnt, heute mal ein Vor- bzw. eine alte Kaserne, die scheinbar an so Bunkersysteme angeschlossen sind. Wie groß das Ganze ist, schwer zu sagen. Und ja, was uns so erwartet, seht ihr jetzt in diesem Video. So, dann gehen wir mal hier durch die Eingangspforte. Es fängt jetzt gerade ein bisschen an zu regnen. Ja, gucken, dass es jetzt nicht anfängt noch zu gewittern. Aber auch hier ist es jetzt schon mal entsprechend dunkel. Hier sieht man noch richtig alten Stacheldraht. Jetzt müssen wir mal irgendwie die Taschenlampe anmachen. Ja, so. Da ist schon mal der ganze Raum voll. Der ganze Raum ist hier voll Stacheldraht bis hinten hin. Heidewitzka. Da kann man sich ja hier nochmal komplett ausrüsten, wer Bedarf hat. Ja, hier geht es jetzt irgendwie in den Innenhof. Das Gebäude ist auch mehrstöckig, also mindestens 2 Stockwerke. Mal gucken, wer für eine Taschenlampe hier. Ah ja, jetzt. Oh. Klar, Moment, ich muss mal kurz gucken. Taschenlampe. Was ist da los? Ja, Riesenräume. Sieht man irgendwie mal, der Boden ist rausgenommen worden, weil da oben ist auch nochmal eine Tür. Es ist kein Fenster. Ja, hier auch Stacheldraht bis oben hin. Wahnsinn. Bis oben hin. War hier scheinbar mal zugemauert schon. Dann aber wieder aufgerissen. Ja, und jetzt ist man hier praktisch im Innenhof. Vielleicht so eine Art kleiner Appellplatz. Ne, oder ja, würde mal so sagen, Appellplatz. Wo hier kurz früh Anwesenheit gemacht wurde oder so. Es ist jetzt alles nur eine Vermutung. Und dann hier an den Seiten irgendwie auch. Hier kann man jetzt eine kleine Treppe hoch. Muss trotzdem mal gucken, weil hier unten ist zum Beispiel auch ein Loch drin. So kleine Schießscharten sieht das hier schon irgendwie aus. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ja. Ist auch irgendwie mit Metall hier. Wird man auch ausgekleidet. Da würde ich jetzt ad hoc sagen, so Schießschaden. Ja. Und so sieht das halt praktisch aus. Wenn ich jetzt hier oben stehe. Oben auch schon zugemauert und dann teilweise irgendwie so Stacheldraht mit in diesen Löchern hier jeweils verwendet. Merkwürdig. Hier unten ist auch der Eingang offen. Ja, und alles halt schon zugewuchert, ne, wie man es erwartet. Ja, dann gehen wir mal hier runter und gucken uns das Ganze mal da drin an. So, dann gehen wir jetzt hier mal den ersten Gang rein. Schauen wir mal hier, was da jetzt los ist. Hier ist schon überall Wasser. Hier sieht man auch wieder diese Schießscharten. Warum das hier von allen Seiten mit Schießscharten gebaut wurde, kann ich jetzt auch nicht sagen. Boah, jetzt hier mal hoch guckt. Hier fehlt schon die Decke. Kann man bis hoch gucken. Krass. Wow. Boah, da hinten, das sieht schon mal aus wie irgendwelche Katakomben, als ob sie da Leute reingelegt haben. Mega gruselig. Jetzt gucken wir mal hier hin. Boah, hier genauso. Krass. Hier fehlt halt oben die komplette Zwischendecke. Gehen wir erstmal hierher. Die haben sie schon rausgenommen, damit dann hier wahrscheinlich keiner mehr hergeht. Tja, und hier sind so die einzelnen Räume. Das werden dann halt so Unterkunftsräume gewesen sein. Wie gesagt, der Raum ist eigentlich nicht so hoch, ne? Man sieht ja hier, da wären
die Zwischendecke wird da aufgelegen haben. Dass das halt hier jeweils ein Raum für sich ist. Und es ist immer noch hoch genug, sage ich mal. Ja. Krass. So, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder in den Gang lang. Ja, es ist schon sehr gruselig. Da hinten sieht man auch irgendwie wahrscheinlich ein Graffiti da oben. Ja, das ist ein Graffiti. Hier auch nochmal so ein Raum, wo jetzt schon ein Großteil der Fenster zugemauert wurde. Der ist im Prinzip genauso aufgebaut. Ja, man sieht oben so eine Art wie Moos, was sich jetzt praktisch hier schon absetzt. So der natürliche Verfall halt, ne? Also alles, was mal Holz gewesen ist, da oben sieht man es halt noch. Das ist schon so gut wie durchgemodert. Und dann bleibt halt irgendwann nur noch der Stein, Zementmörtel, bis es halt mal irgendwann komplett nachgibt, aber das wird noch eine Weile dauern. Ja, auf jeden Fall ist das hier schon extrem groß. Hier auch nochmal irgendwelche Hinterlassenschaften noch. Irgendwelchen Leuten, die mal hier drin waren. Ja, und da oben hat man irgendwie diesen Stacheldraht da noch mit eingebaut. Wieso? Unklar. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Ja. So dreimal im Prinzip der gleiche Raum. Ist nichts weiter zu sehen. So, und hier gucken wir mal, was jetzt hier so los ist. Hier sieht man nochmal so ein paar Kennzeichnungen. 5, keine Ahnung. So, was hier mal drin war. Hier oben hat man noch irgendwie so eine Schelle. Wahrscheinlich vom Abflussrohr. Das ging mal hierher. Und dann da runter. Da. Und hier auch. Das hat man schon rausgenommen. Also alles, was im Prinzip Metall ist, hat man sich dann wieder hier unter den Nagel gerissen. Von irgendwelchen, nicht Kabeldieben, sondern halt Leuten, die das Material irgendwie weiter verwenden wollen. Tja, und hier geht es im Prinzip hoch. Hier geht es irgendwie da hinten weiter. Ich leuchte mal dahin. Ja, keine Ahnung. Es wird ziemlich langsam schon wieder ein bisschen wie so ein Labyrinth halt aufgebaut. Es schlängelt sich hier überall hin. Da muss man jetzt gucken. Hier ist jetzt wieder eine 14 mit dem Pfeil. Sagt jetzt nicht viel, aber schauen wir mal. So, wir haben uns jetzt mal entschieden. Wir gehen erstmal hier diesen Gang her. Ganz in Ruhe. Und schauen mal, was hier so los ist. Hier war irgendwie mal eine Tür. Boah, hier geht's auch wieder hoch. Auch eine Zwischendecke drin. Die fehlen irgendwie alle. Entweder war da mal Holz drauf, einfach nur, was jetzt halt mit der Zeit vermodert ist. Oder man hat sie einfach rausgenommen, damit sich hier niemand halt verletzt. Weil im Endeffekt ist das hier frei begehbar. Wer sich hierhin verirrt, kann das im Prinzip erkunden. Guck mal, das hier, das ist ja auch krass. Hier oben. Das ist eine ganz komische Öffnung irgendwie. Ob da jetzt ein Rohr drin war, glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Können wir mal ein bisschen hier hingehen? Keine Ahnung. Sieht echt merkwürdig aus. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen sein soll. Ja. Im Prinzip halt wieder so ein Raum. Man kann halt überhaupt nicht mehr sagen,
für was die einzelnen Räumlichkeiten halt jetzt genutzt wurden. Ne? Klar, Mannschaftsunterkünfte sicherlich. Was wird es alles in so einer Anlage gegeben haben? Alles, was man im Prinzip so braucht. Küchen, Toiletten etc. Ne? Das wird halt alles irgendwo hier drin gewesen sein. Aber man kann es halt nicht mehr zuordnen. Gehen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen her. Hier sind aber auch wieder immer so diese Aussparungen. Warum? Keine Ahnung. Ob hier noch immer jeweils nochmal eine Luke war. Aber die ist ja nach innen gerichtet. Ich weiß nicht, wird ja jetzt weniger dafür gewesen sein, dass man da jetzt rausschießen konnte. Oh, hier wird es nochmal interessant. Hier sieht man sogar einen Teil der Bemalung, beziehungsweise so eine Art Tapete, würde ich jetzt fast sagen, oder? Mal kurz hier. Das würde ich schon fast sagen, das ist gemalt. Ja, das ist gemalt hier oben. Da ist es einfach nur abgeplatzt. Ja, das sieht da richtig schön aus. Hier sieht man auch noch so diese Bordüre hier oben, die jetzt hierher geht. Ja, aber da auch wieder diese Schießschade. Merkwürdig, aber so von der Aussparung her hier sieht das fast so aus, als ob hier eine Toilette gewesen sein könnte, aber weist dann gar nichts mehr drauf hin. Kein Abfluss oder sonst irgendwas. Da oben sieht man sogar noch ein Gesicht. Da auf dem Sockel. Cool. Also es muss hier drin mal richtig schön ausgesehen haben. Na, hier sieht man auch noch den Rest so. Vielleicht war es auch irgendwie ein Speisesaal. Keine Ahnung. Merkwürdig. Da sieht man auch noch ein bisschen was. Hier oben. Keine Ahnung. Oder eine Unterkunft für einen Offizier vielleicht. Die brauchten es ja immer ein bisschen dekadenter. Könnte durchaus so gewesen sein. Da oben sieht man auch noch ein bisschen was. Ja, das könnte bis zur Decke hochgegangen sein. Da sieht man auch noch ganz zart was. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Schlangenhaut. Ja, da oben. Also war bestimmt mal toll. Ja, dass man das nach den ganzen Jahren noch so erkennen kann. Schon interessant. So, wir sind jetzt hier einmal ums Eck gebogen, aus den großen Räumen gekommen. Jetzt waren hier halt nur ein paar größere Hallen noch zu sehen. Da war jetzt aber nichts weiter drin. Hier ist schon irgendwie was abgesperrt. Ja, wir gehen erstmal nicht weiter. Wir gucken erstmal, was hier ist. Hier ist nochmal wieder. Ach ne, hier ist im Prinzip Sackgasse. Okay. Das wird mal so gewesen sein, einfach weil das sieht jetzt auch nicht aus wie nachträglich zugemacht. Ja, warum dann hier Ende ist, schwer zu sagen. Genauso halt wieder keine Idee, was es jetzt wirklich gewesen ist. Nach allen Seiten hat man wieder endlos diese Schießschaden. Ja, aber vielleicht einfach nur, dass man wirklich zu allen Seiten im Fall das verteidigen konnte. Das kann schon sein. Ja. So, Leute, jetzt sind wir wieder hier. Hinten sind wir jetzt noch mal ein bisschen ums Eck gegangen, auch da, wo es Absperrband war, aber da waren im Prinzip auch nur weitere Räume. Und jeweils dann halt eine Sackgasse. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, den anderen Flur weiterzugehen. Man hätte jetzt auch noch eine Treppe hochgehen können. Macht aber, wie ihr ja seht, oben wenig Sinn. Da steht man im Prinzip nur auf dem Treppenabsatz und kann das Ganze von oben sich nochmal angucken. Das haben wir uns jetzt geschenkt und gehen stattdessen, von hier sind wir ja gekommen, das war der Haupteingang. Das wird dann nochmal hier. Da ist nicht mehr viel mit Boden. Und gehen jetzt hier nochmal rein. Hier sieht man auch nochmal Kennzeichnungen. Leider halt gar keine Idee, was die einzelnen Zeichen zu bedeuten haben oder die Markierungen. Da oben, das ist nur
Das hat einer mal nachträglich angemalt. Auch hier unten. Ja, wobei hier unten, das sieht schon sehr alt aus. Okay, dann guck mal hier mal her. Und gehen mal da hinten rein, was so ein bisschen aussieht wie, wie ich jetzt beinahe gesagt habe, wie irgendwelche Katakomben, wo sie so ähnlich wie im Mittelalter, wo sie da die Leute reingelegt haben. Ja, das sieht schon wirklich ein bisschen komisch aus. Vielleicht waren es auch irgendwelche Löwen gewesen für irgendwas. Vielleicht hat man ja hier auch, wobei, das ist ja jetzt hier einfach nur, man geht den Gang hierher und ist jetzt praktisch in diesem Dingen. Und dann sind halt diese, ja, diese kleinen Tunnels halt hier. Aber was da jetzt hier drin ist, die sind jetzt bestimmt vielleicht so 2 Meter, wenn ich den Arm mal hier so reinhalte. 2 Meter sind die ungefähr nach hinten lang. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was das mal gewesen ist. Hier hat man noch irgendwie eine Aufhängung gehabt. Das sieht aber schon so aus, als ob hier eine Tür dran gewesen ist, ein Scharnier. Und dann wurde das geschlossen. Und man hat hier auf der anderen Seite jeweils ein Loch. Aber für was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, und jetzt wird es hammergruselig. Wenn ihr jetzt mal guckt, jetzt geht von hier unten ganz steil bis zu so einem Durchbruch eine Treppe. Ich gehe die mal bis zu einem gewissen Punkt und schau einfach mal, wie es da hinten aussieht.